Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir heute für euch vorbereitet haben, und da ist das Hauptthema, was mir auch persönlich am Herzen liegt, vom Air Canada Aeroplan-Chef, der sagt, Tickets müssen kostenlos sein. Und zwar für Meilen-Tickets. Nicht diese komischen Gebühren von Carrier Imposed, wie er das nennt. Wir haben des Weiteren Themen für euch. Die Freunde von Qantas haben den A321 XLR zwar noch nicht, aber sie haben die Kabine uns gezeigt und da kommt eine echte Business Class rein. Nette Bilder. Wir haben des Weiteren für euch Luftfracht mit Problemen. Da gibt es Pakete, die explodieren. Und ich habe noch ein Thema, Kiffen. Kiff in der Lounge verboten, sagte Lufthansa. Also hier wieder für euch die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, denn ihr wollt ja auch nicht die Themen, die ich euch hier immer wieder frisch kredenze, verpassen. Ihr könnt natürlich auch wie immer den Kanal unterstützen, indem ihr eine Kanalmitgliedschaft macht oder einfach, wenn ihr Fragen, Sorgen, ist er das? Hier, ich glaube hier. Hier irgendwo müsst ihr Rufnummer sein, könnt ihr auch gerne per WhatsApp schreiben, wie viele andere das auch machen. Ja, und es wird nicht jeder erwähnt, ich weiß, Vertraulichkeit ist Vertraulichkeit. Also wenn ihr das sagen wollt und ihr wollt sagen, sag's nicht nochmal, dann kann ich schweigen. Wir können jetzt einmal starten, nachdem wir noch ein Thema als Bonus haben für euch. Ich habe es nämlich vergessen zu sagen. Starten wir mit dem ersten Thema und das ist die Luftfracht. Und die Luftfracht hat im Moment Probleme, nicht unbedingt wegen der Zahlen. Heißt also, dass man sagt, dass die Luftfracht irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Problem darstellt von der Menge her, sondern es gibt Brandsätze. Bei DHL gab es 2 unauffällige Pakete, die da vor sich hin explodiert sind und es sind, oder Brandsätze explodiert sind. Es sind aber unkonventionelle Brandsätze, sagt der Verfassungsschutz. Und wer ist noch dran? Kriminalamt, BKA und Bundesverfassungsschutz. Auch eine wichtige Aussage, man habe Kenntnis von mehreren Paketsendungen, die von Privatpersonen an Standorten in Europa aufgegeben worden sind, auf dem Weg zu ihren Adressaten in mehreren europäischen Ländern und die sind dort in Brand geraten. Jetzt sagt ihr, okay, natürlich, das ist doof, aber Cargomaschine ist jetzt nicht ganz so schlimm. Naja, Cargo wird auch teilweise in Maschinen geflogen, wo Passagiere drin sitzen. Also es ist jetzt nicht immer so, dass es ein reinen Frachtmaschinen ist. Nachdem es jetzt diese 2 Vorfälle gegeben haben, ist es so, dass man bei der DHL sagt, das wäre ein Paket zum Beispiel, was aus dem Baltikum verschickt worden ist und das ist dann in Dresden, in Leipzig ist das ja, das Center, dann in die Luft aufgegangen. Ich kann euch nur sagen, da ich öfters Pakete bekomme, kann das durchaus ein Weg sein, den solche Pakete dann nehmen, dass die dann im LKW gefahren werden, aber auch geflogen werden. Also es kommt immer auf die Versandart an. Und normalerweise, wenn ich in Tallinn ein Paket erwarte, dann geht das meistens die Route von Leipzig aus über Polen und geht dann durch die Suwałki Gap mit dem LKW über Litauen, Lettland und Estland. Und nach Finnland geht das teilweise auch über Stockholm und dann mit dem Schiff rüber. Also insofern, da gibt es verschiedenste Wege, die nehmen. Also wie gesagt, das Problem ist halt wirklich, wenn es halt da ein Paket ist, was Express ist, dann geht es ins Flugzeug. Ich hatte mal lustigerweise ein Paket aus Helsinki, was ich bekommen sollte und ich war in Tallinn. Ging sich um ein Apple-Produkt, um mein, ich glaube, war mein Notebook. Das ging nach Lüttich. Also das heißt, das sollte Express ausgeschickt werden. Ich weiß nicht warum. Also das ging von Helsinki nach Lüttich und ging dann von Lüttich nach Tallinn und war dann in weniger als 12 Stunden da. Also auch wieder vom Umweltschutz natürlich ein Riesenproblem. Aber dann seht ihr, dass selbst diese kleinen Distanz von 80 Kilometern nicht unbedingt mit dem Boot geht. Obwohl es halt, ja, ich sag jetzt mal, wesentlich schneller gegangen wäre, weil Tallinn fährt ja auch alle 3 Stunden, also insofern, oder Viking fährt oder andere. Also da wird das Flugzeug auch genommen. Bei der Lufthansa Cargo gibt es keine Zwischenfälle, obwohl man da natürlich alle jetzt guckt und alle in reger Aufregung sind. Hoffen wir mal, dass da nichts weiter passiert. Wir gehen jetzt auf ein Thema, was jedem bei Lufthansa jetzt in der Lounge vielleicht auffällt.
Kiffen verboten. Ja, die Lufthansa hat sich dazu entschieden und hat gesagt, nee, bei uns ist Kiffen nicht erlaubt. Und da kann man jetzt natürlich sagen, ja, Cannabis oder Haschisch oder egal wie ihr das Zeug nennt, ist so, wäre jetzt auf dem Vormarsch, weil es von den Ampelparteien, und ich glaube, da ist ja unser Bundeskarl, also Bundesgesundheitskarl, dort ein Lauterbach, der da Gas gibt mit dem Thema, aber es wird in den Lounge nicht kommen. Warum? Ganz einfach, denn es ist ja jetzt nicht so, dass in der Lounge unbedingt Kinder sind, die man schützen müsste, aber es ist halt einfach so, dass dieser Duft, der so ist. Ich kenne ihn aus Kalifornien. Wenn man da irgendwie so vorbeigeht bei irgendwelchen Leuten, dann zieht man da auch erstmal so einen halben Joint so durchgefühlt, wenn man da dieses riecht. Und ich muss das auch immer lernen, wie es riecht. Es ist schon, also ich finde es unangenehm, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde aber auch Zigarettenrauchen unangenehm. Ich kann auch verstehen, weil es halt so sehr müffelt vor sich hin, dass man es auch nicht in diesen Raucherbuden haben möchte. Es gibt ja auch Lounges mit Raucherbereichen und so weiter, also mit so diesen Absaug und so weiter. Aber die Lufthansa hat jetzt halt gesagt, Folgendes: Das Konsumieren von Cannabis ist nicht gestattet. Wir schätzen Ihre Rücksichtnahme auf andere Gäste, und hat dann auch ein lustiges Cannabisblatt mit durchgestrichen, damit man da auch sieht, dass das wirklich verboten ist. Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir über so etwas keine Gedanken gemacht. Und inwieweit das jetzt dort ja ein Thema ist. Irgendwie kommen jetzt alle Benachrichtigungen, ich hatte die ausgestellt. Ich habe mit dem Zeug nichts zu tun gehabt, bin da also auch etwas irritiert, dass das jetzt ein Thema für die Lounge ist. Hatte ich übrigens nie so drüber nachgedacht. Aber man sieht halt, was für Entscheidungen für Konsequenzen haben können. Ihr könnt hier auch eine Frage des Tages beantworten. Ist der Konsum von Cannabis in der Lounge zu Recht verboten? Ja oder nein? Also da könnt ihr unten kommentieren und könnt sagen, was ihr davon haltet. Denn problematisch ist es halt in dem Punkt einfach dahingehend, weil natürlich die Leute von Firmen zum Beispiel ein absolutes Drogenkonsumverbot haben. Zum Beispiel, wenn sie im Sicherheitsbereich sind oder sonst was. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das so ist. THC, glaube ich, ist der Wirkstoff da drin. Wenn man dann irgendwo hintippelt und dann durch diese wabernde Luft geht, ob man da vielleicht positiv getestet wird. Also das heißt, das kann schon ein Thema sein. Also da kann ich das durchaus verstehen und kann das auch in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen. Ihr könnt ja unten schreiben, kommentieren, was ihr dazu, wie gesagt, haltet oder davon haltet mit dem Cannabis. Ob das richtig eingeschätzt ist oder nicht. Ich bin mal gespannt, weil man kann jetzt ja auch hingehen und sagen, ja, aber Alkohol und so weiter. Ja, Alkohol kann ja, ich laufe ja nicht mit. Also das ist so mein Gedanke. Aber ich bin kein Fachmann. Unten seid ihr jetzt dran, was zu schreiben. Dann haben wir noch ein Bonusthema. Es ist kein Bonusthema, sondern es ist einfach ein Thema, was ich vergessen hatte, im Eifer des Gefechts euch mitzuteilen. Und zwar ist das Thema wie folgt gewesen. Und zwar haben die Freunde der gepflegten Gastlichkeit der EU-Kommission sich jetzt wieder den chinesischen Fluglinien gewidmet, weil man dort meint, dass sie einen unlauteren Vorteil haben. Und dieser unlautere Vorteil ist halt, dass die Fluggesellschaften aus Europa sich sehr, sehr schwer tun, die Maschinen nach Asien zu füllen. Wir haben ja zum Beispiel festgestellt, dass einige Fluggesellschaften, British Airways zum Beispiel, Shanghai einstellt, weil es für sie nicht wirtschaftlich nachhaltig ist. Und im Gegenzug dazu ist es bei den asiatischen Fluggesellschaften so, aus China kommt besonders, die bomben man da durch, fliegen durch Russland, und das ist genau das Thema, dass halt die europäischen Fluggesellschaften nicht durch China, nach China durch Russland durchballern können, ist natürlich eine Auswirkung des Ukraine-Kriegs. Der Russe lässt sie nicht durch, der Chinese wird durchgelassen, und das ist für die Chinesen ein Riesenvorteil. Man muss dann natürlich auch sagen, was Lufthansa sagt. Lufthansa sagt, Carsten S. aus M. sagt, dass Asien die Margen nach Fernost nicht so doll sind. Und der Lufthansa-Konzern hat halt wirklich nur jetzt im Moment 57% der Vorkrisenkapazität nach Asien, nach China und so weiter. Finnair ähnlich, die konzentrieren sich ja auf den nordamerikanischen Markt, haben da also auch Riesenprobleme, also alle Fluggesellschaften, egal welche.
Und wenn man natürlich dann das aus der anderen Richtung sieht, von Air China, China Southern, China Eastern, die haben natürlich da komplett den Markt überschwemmt mit Kapazitäten, weil sie halt billiger anbieten können und das auch als Chance sehen, um da die Nachfrage zu verwässern, beziehungsweise auch die Preise damit zum Rutschen zu bringen. Spohr sagt, dass das eine abnormale Situation ist und er sagt natürlich auch, dass dies in Brüssel bekannt ist und auch erkannt worden ist. Da muss man jetzt natürlich sagen, dass wir hier unseren Sprecher der EU-Kommission mal zitieren müssen, weil daran wird auch klar, dass er das Thema erkannt hat. Als Antwort auf die Russland gerichtete Sanktionen nach der unprovozierten Aggression gegen Ukraine hat Russland Fluggesellschaften aus der EU verboten, sein Hoheitsgebiet zu überfliegen, was zu längeren Flugstrecken bei Reisen nach Ostasien führt. Fluggesellschaften aus Ländern wie China sind von diesem Verbot nicht betroffen. Ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen sagen, da muss man natürlich auch ehrlicherweise hier Ross und Reiter nennen. Waren es die Europäer nicht zuerst, die den Russen den Flug durch Europa verboten haben? Also das ist dann halt quasi reziprok gemacht worden. Aber unabhängig davon ist die Situation, wie sie ist. Und ja, die kürzeren Wege verschaffen natürlich einen enormen Vorteil und 30% mehr, weil man nur um Russland rumfliegen muss, von Flugzeit, von Flugsprit, von allem. Wir sehen das ja auch zum Beispiel bei Finnair, zum Beispiel, wenn die nach Seoul fliegen, da waren es, glaube ich, 4 Stunden, 3000 Kilometer, die mehr fliegen müssen. Das ist schon ein harter Schnack, wenn man überlegt, 3000 Kilometer, wie weit das eigentlich ist. Also wenn man hier in Helsinki sitzt und dann 3000 Kilometer irgendwo hinfliegt, ist man schon, glaube ich, irgendwo Teneriffa oder so, ne? Oder noch weiter. Ne? Also das ist schon viel Umweg. Und natürlich ist es auch so, dass der Marktanteil bei einigen Strecken aus chinesischer Sicht, also von den Fluggesellschaften, bei 75% liegt. Und das Thema ist aber auf der anderen Seite auch, die Rechtslage ist natürlich nicht ganz so eindeutig und einfach, ob die EU überhaupt was machen kann, weil wenn man sich das anguckt, denn das Abkommen zwischen der EU und China ist halt kein EU-China-Abkommen, sondern das sind halt Vereinbarungen zwischen den einzelnen Ländern. Und das Frachtabkommen, das Luftverkehrsabkommen zum Beispiel sind 55 Passagierflugzeuge und 38 Frachtflüge pro Woche. Also das ist nur Deutschland, China. Und chinesische Airlines reißen diese Möglichkeit natürlich weitgehend aus, Lufthansa nicht. Nach dem Handelsblattbericht hatte natürlich China da nochmal gefragt, ob man nicht die Wochenkontingente erhöhen könnte, weil man sieht natürlich Markt- und Nachfragebedarf, ist klar. Aber da gibt es dann natürlich keinen großen Erfolg. Das hat Erfolg gehabt, denn ab Sommer 2025 dürfen sie 4 weitere anbieten. Das ist natürlich auch pro Woche und ab Herbst nochmal 4 weitere. Im Gegenzug gesteht China deutschen Airlines 17 zusätzliche Frachtflüge pro Woche zu. Dass der erst kürzlich erzählte Deal wieder aufgeschnitten wird, ist eher unwahrscheinlich. Ja, das finde ich natürlich auch spannend, dass man dann da im Bundesverkehrsministerium einfach ein bisschen doof ist, dass man sich die Situation als solches nicht anguckt. Aber wir sind mal gespannt, was da passiert. Und wie das weitergeht. Ich finde das spannend, wie viele Sachen einfach diese Auswirkungen immer wieder haben und wo man dann irritiert schaut und sagt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also da gibt es Lustigkeiten. Wir gehen jetzt auf das Thema Qantas. Ich weiß gar nicht, warum irgendjemand mal geschrieben hätte mit Qantas und Qatar. Ich hoffe, ich hatte das nicht aus Versehen falsch geschrieben, weil ich versuche mich da immer wieder zu korrigieren, dass ich da natürlich kein U reinbringe. Sollte ich das aus Versehen irgendwo geschrieben haben, sagt es mir bitte. Sagt Bescheid. Nichtsdestotrotz, wenn wir bei Qantas reinschauen, können ihr mal auf die Bilder gucken vom 321 XLR und der Flieger wird halt kommen und zwar 2025 im Frühjahr, wenn alles so läuft, wie man sich das vorstellt, bei Airbus. Ich war ja auch bei dem Erstflug vor 2 Jahren, ist das mittlerweile, Zeit verrennt, Mensch, rein. 28 Stück haben sie bestellt und die sollen halt die 737 ablösen, einmal um längere Strecken zu fliegen und natürlich auch um Strecken wirtschaftlicher zu fliegen. Und diese 28 Flugzeuge, die da sind, würden auch von weiteren Exemplaren der A320neo-Serie, aber auch der 220er dann begleitet. Die sollen dann halt dort
für viel Spaß sorgen und für die längeren Strecken. Und wenn man sich das anguckt, man kann 8.700 Kilometer fliegen oder 4.700 Seemeilen. Das ist zum Beispiel ein Flug von Sydney nach Bangkok. Ich meine, muss man so sagen. Oder von Perth nach Delhi. Und die Kapazität hat in den 2 Klassen 180 bis 220 Sitze. Und wenn wir uns die Sitze weiter angucken, dann ist das wirklich äußerst spannend, wenn man die 5 Reihen sieht, 1, 2, 3, 4, 5 in der Business Class. Denn die Business Class ist eine echte Business Class. So ist es halt spannend in meinen Augen, denn man sieht halt wirklich, wie viel Platz da ist. Gut, das ist eine bessere Premium Economy, wenn man böse ist, aber es ist halt für einen Flieger dieser Art und für Flüge, für die sie eingesetzt werden. Wenn wir das in Deutschland hätten, heißt in der Lufthansa und würden mit denen dann nach Israel fliegen oder sonst was für 4-5 Stunden Flüge, das fänden wir dann schon nicht so verkehrt, oder? Da müssen wir nochmal ehrlich sein, Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst. Und wenn man dann nochmal die Sitze sieht in der Economy Class, die sind ja auch sehr cool, auch mit diesem iPad-Aufklapp-Ding. Und da muss man ja natürlich sagen, dass der Sitzabstand in der Economy Class 30 Zoll oder 76 Zentimeter beträgt, was auch okay ist. Und sie haben 2 USB-A und C-Ladeanschlüsse und haben eine Kopfstütze, die 6-fach verstellt ist. Das ist auch ein Recaro-Sitz, wenn ich das richtig gesehen habe. Gut, interessant ist natürlich auch, dass die Bins oben wesentlich mehr Kapazität haben als auf normalen Flügen. Wir wären echt froh, wenn wir solche Flugzeuge hätten, ne? Also ihr könnt jetzt unten schreiben, ob wir auch eine echte Business Class haben wollen in dieser Art. Auch mit der Maßgabe, dass es halt dann relativ unflexibel ist. Aber das wäre, glaube ich, ein echter Value, den man da hat. Und die Qantas-Leute haben da wirklich einen schönen Job gemacht. Ich finde die Kabine auch relativ edel. Man kann jetzt natürlich auch ehrlicherweise sagen, hey, die fliegen damit nach Bangkok. Weiß man ja nicht genau, weil, also ich würde eher nicht sagen, dass sie nach Bangkok fliegen damit. Vielleicht in Ausnahmen oder sowas. Aber nur weil man es kann, heißt es ja nicht, dass man es tun muss. Und da kann man dann natürlich auch gucken. Man kann natürlich auch auf andere Destinationen irgendwie das nutzen, wo man zum Beispiel eigenen Sprit mitbringen müsste. Das wäre natürlich auch eine interessante Sache. Und ja, es ist natürlich nicht so hübsch wie ein 330er oder was die da haben. Die Finnair-Maschinen sind ja auch noch besser mit der Lounge, die sie da haben. Da gibt es natürlich nichts, was man da schön reden kann. Und ja, ich bin mal gespannt, was da passiert. Also kommentiert schön. Da können wir eine zweite Frage des Tages machen. Und zwar machen wir die zweite Frage des Tages. Und zwar, ist das aus eurer Sicht ein richtiges, wichtiges Produkt, einen echten Business-Klasse zu machen? Genau. Machen wir eine Frage des Tages raus. Also keine inoffizielle, keine sonstige. Wir gehen jetzt auf Air Canada. Die Sendung wird hier wahrscheinlich auch wieder länger dauern, weil ich da anfange, relativ drüber zu philosophieren, weil es gibt nämlich einen ganz wichtigen Satz, und zwar der Mark Nasr, das ist der CEO von Air Canada Aeroplan, quasi dem Pendant von Miles & More. Und er sagt einen wichtigen Satz: Es sollte ein kostenloses Ticket sein. Und das ist halt das, was das Wichtige ist in meinen Augen aus diesem Interview, dass er verzichtet auf Zusatzgebühren für Prämienbuchung. Kunden betrachten Prämienflüge quasi als Gewinn und erwarten auch nichts anderes als Steuern. Und das ist ja genau das Thema, was wir jetzt bei der Lufthansa als Riesenproblem haben, wenn man ehrlich ist, dass man hier wirklich hingucken muss, dass diese Freitickets, diese Prämientickets, die früher einfach so eine Rabattmarke waren, so wie es im Kaffeeladen ist, ne? Wir gehen einfach in einen Coffeeshop, kaufen 10 Tassen Kaffee, eine Tasse gibt es kostenlos. So einfach ist das. Und das ist ja auch die Idee vom Meilenprogramm. Und jetzt ist es aber mittlerweile so, dass diese ganzen Profit Center, Aeroplan ist ja wieder zurückgekauft worden von Air Canada übrigens, das irgendwie als eigenes Profit Center nicht wahrhaben wollen. Deshalb macht ja Lufthansa zum Beispiel, warum machen sie denn diese Steuern da drauf, die merkwürdig sind? Also das heißt, nennen etwas Steuern, was keine echten Steuern sind. Ja? Und das ist halt für mich der große Beschiss, der da ist. Und wenn man dann bei Aeroplan reinguckt, die sagen dann, dass die bei Aeroplan
die Anzahl der Leute, die sich daran aktiv mit Flügen buchen und so weiter beteiligen, hat sich verdoppelt. Ja, also das heißt, dass man mehr Value geschaffen hat, weil die Leute einfach sehen, dass das ehrlicher ist. Und viele buchen auch zum Beispiel Tickets für andere Fluggesellschaften, die Aeroplan-Partner sind, über Aeroplan. Gut, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, es sind keine fixen Preise bei Aeroplan. Also es ist jetzt nicht so, dass man weiß, die Strecke kostet zum Beispiel 55.000 oder 112.000 Meilen, sondern es ist halt wirklich so, dass das ein bisschen Bandbreite hat. Das ist ehrlicherweise auch so, aber dafür kann man bis zum letzten Sitzplatz den Sitz mit Meilen buchen. Das hat natürlich auch seinen Vorteil. Wir kennen das ja aus der Hotellerie bei Hilton und so weiter. Und dass man dann wirklich nur die echten Steuern abrechnet, finde ich eine ehrliche und eine gute Sache. Und viele Fluggesellschaften haben halt wirklich das Dilemma mittlerweile, dass sie bei vielen Sachen, ja, muss man doch der Ehrlichkeit halber sagen, die Tickets so teuer gemacht haben, dass es teilweise gar keinen Sinn macht. 100 Euro mehr, ja gut, wenn ich von 100 Euro komme auf 200 ist okay, aber wir sind ja bei fast vierstellig bei den Zuzahlungen. Das heißt also, dass teilweise Economy-Class-Tickets billiger sind. Und das ist halt die Krux an dieser Geschichte. Und da muss man halt wirklich schauen, dass Meilenprogramme nicht unattraktiv werden. Und das ist vielleicht auch ein Thema, was wir bei Lars und Lars, es kann auch mit dem Namen andersrum sein, dass man da halt wirklich schaut, ob überhaupt noch dieses ganze Statusgeschisse so viel Sinn macht bei einer Fluggesellschaft, sondern dass man einfach hingeht, wo es einfach am günstigsten den Status gibt und dann auf die Punkte, dass also die Punkte nicht mehr wirklich der Main Driver sind, um etwas zu tun. Und das merke ich auch bei meinen Kunden. Vielen sind ist es fast nicht mehr wichtig, wie viele Punkte sie generieren können, zumindest nicht bei Lufthansa. Ihnen ist nur der Status wichtig, also Senator oder Hon Circle. Und das ist doch der Ansatz, wie man die Leute wieder zurückbringt vom Engagement her. Und deshalb hat dann auch das Thema Meilenschnäppchen, was wir heute Abend übrigens auch wieder als Sendung haben, ich muss die nachher aufnehmen, um Mitternacht geht das wieder los und wir wissen ja ein Ziel, Dubai, dass es wirklich dahin gehen muss, dass es Freitickets sind. Also das heißt, dass das Ticket ein kostenloses Ticket ist und bleibt und nicht unbedingt etwas ist, wo die Fluggesellschaften, ja, was die halt nutzen, um einfach Geld zu verdienen und uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Deshalb für euch jetzt nochmal die Fragen des Tages. Und die Fragen des Tages, die wir haben, sind natürlich Kiffen in der Lounge. Ist das ein Thema? Was macht ihr da draus? Was denkt ihr zu dem Thema? Ist das etwas, womit ihr gerechnet habt? Oder sagt ihr, es ist euch egal, ob jemand in der Lounge kifft? Dann das, also in dem Raucherbereich, ne? Also nicht in diesem, nicht in der normalen, also wenn es so ein Raucherding gibt, so mit Abzug und so, das ist das eine. Dann das nächste wäre, brauchen wir eine echte Business Class? Zum Beispiel, macht das Sinn? Oder sagt ihr, nee, das ist das, was wir jetzt halt haben, ist leider so. Das wird am besten für uns funktionieren, weil wir so auch flexibel sind für die Fluggesellschaft, dass sie es überhaupt anbieten können. Und last but not least können wir ja auch wieder eine Frage zu dem letzten Thema machen. Heißt also, sollten Meilentickets wieder kostenlose Tickets sein, bis auf die Steuern, also dass man nur noch echte Steuern zahlen muss und nicht irgendwelche Fantasieabgaben, die halt die Ticketpreise bei kostenlosen Tickets in absurde Höhen bringen. Also hier eure Meinung, da solltet ihr zu schreiben, was ihr dazu denkt und ich bin mal gespannt, was ihr alles dazu so schreibt. Also, Abspann für euch. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich weiß gar nicht, warum ich den Abspann zuerst gemacht habe. Eigentlich müsst ihr jetzt den Kanal erst abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen und Kanalmitgliedschaft, Glocke, Like und kommentieren und alles und wie auch immer. Und jetzt gibt es den Abspann. Also bis dann. Ciao.